Das ist das erste, wenn ich an Bali, Indonesien denke. Ist Urlaub, Erdnüsse, Nudeln. Fühle ich schon. Kann ich schmecken, kann ich riechen. Ist ganz was Eigenes. Süße Sojasauce. Das merkst du sofort, wenn du ein indonesisches Gericht vor dir hast. Indonesien, Bali, da bin ich wirklich sehr, sehr offen. Ne? Ich will mich da wirklich mal treiben lassen. Und ich finde ja auch, dass hier in Europa ist die indonesische Küche gar nicht so stark vertreten. Von daher komplett open-minded reingehen, probieren, gucken, verstehen und hoffentlich noch ein bisschen was mit nach Hause bringen und selber kochen. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Es knallt dich von der ersten Sekunde weg, Kinder. Wahnsinn. Teigsäckchen. Die machen es gut, weißt du, die haben da einfach Bock drauf. Die denken nicht nach, die kochen einfach. Schüssel, Löffel, ab auf die Couch. Genau mein Ding. Ihr wisst ja, ich bin Spieß-addicted. Komm, komm, komm. Ich glaube, dass indonesische Küche gefälliger ist, dass es weniger Ecken hat, weniger Spitzen, weniger Kanten, dass es alles ein bisschen runder ist, ne? Dass wir auch ein bisschen süß sind tatsächlich. Ich glaube, dass wir auch schärfe Spitzen haben, aber lange nicht so wie beispielsweise in Thailand oder so. Boah, sind die scharf. Jungen auf Vater. Ja, brutal scharf. Kann man gar nicht anders sagen. Freunde, wir sind angekommen auf der Sonneninsel Bali. Indonesien steht auf dem Plan. Wir sind mitten in Staffel 2 Delicious Cinematic Food Guides. Ihr könnt mir glauben oder nicht, diese Insel hat kulinarisch so viel zu bieten wie kaum eine andere. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock drauf wie ich. Folgt mir über die Insel, ich zeige euch die geilsten Spots. Warst du bereits in Bali? Bali noch nie, aber gedanklich schon oft. Und ich kenne ein paar Leute, die da waren, die das aber so ein bisschen anders gemacht haben, so mit Rucksack gewandert und dies und das. Und die waren alle mega begeistert. Klima soll wohl sehr geil sein auch und ich habe da hohe Erwartungen. Floating through, seeing ocean views. I don't do what they do, just what I'm supposed to do. My divine number 9, penning 42. One thing I know, I'll make it through whatever I'm going through. Hold it true. Said it's time for the renaissance. Ain't speaking on no peace positivity, ain't no friend of mine. Unfamiliar roads, I'm seeing different signs. So many different sights to see when you get to split the blinds. Freunde, Indonesien, im speziellen Bali. Also was du überall findest, ist das hier. Guck mal da unten. Das sind kleine Geschenke. Und was du auch noch überall findest, sind Spießchen. Und zwar Satay-Spieße. Und wirklich sehr geile Satay-Spieße gibt es hier drüben in dem Laden. Die machen zwei Spezialitäten. Einen mit Schwein und den anderen mit Knochenmark. Scharfes Sambal und ein bisschen Söschen. On the Ocean Boulevard. Oh God. On the Ocean Boulevard. Und da sind sie auch schon, die süßen Dinger. Und guck mal, das Geile ist, Schweinearbeit. Guckt euch das mal an. Es gibt hier welche aus Knochenmark. Also Rinderknochenmark gespießt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Struggle ist, bis du das mal auf dem Spieß hast. Das Süppchen dazu, werden wir mal kurz probieren. Der hat auf jeden Fall Power. Also man geht auf jeden Fall hin, macht sich so ein bisschen Limette noch ins Süppchen. Und dann geht natürlich mit rein dicker Löffel Sambal. Ne? Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Und ihr seht, guck mal, hier ist geil viel gekochtes Fleisch drin und so. Und wisst ihr, wie es dann losgeht? Man nimmt sich immer so ein bisschen rüber auf den Reis, ein Bällchen dazu und guckst, dass du immer so ein bisschen was von der Brühe mitkriegst. Weichst dir so deinen Reis ein bisschen ein, so ein bisschen soßig und dann Sambal kickt direkt. Hat auch so einen schönen weißen Pfefferflavor. So schön wie weißer Pfeffer sein kann. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Diese subtile Schärfe, die bei pfeffrig ist. Ne? Was du auch immer noch machen kannst, kannst du hier so ein bisschen von der Soja mit reinmachen. Das bringt immer noch so ein bisschen Power mit. Oder wenn du halt richtig Bock drauf hast, gibt es da noch die Süße. Allseits berühmte. Geht nicht auf, Ding. Ich brauche eine andere. Produktionshand. Da ist sie. Danke. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Die haben sie mit Absicht zugeschweißt, sehe ich gerade. Damit du hier oben, und dann holst du dir hier schön Fleisch, Brühe, Reis und dann löffelst du das weg. Und das Sambal ist so geil. Das macht so einen Bock. Es ist doch wieder soweit. Es ist doch schon wieder soweit. Löffel, Schüssel, rein damit. Mann, ey. Okay, wir gehen als erstes mal zu dem schön gegrillten Stück
Knochenmark. Okay, rein damit. Junger Vater hat es Power. Ja, ich habe so ein bisschen den falschen Eingang bekommen gerade. Uiuiui. Neben dran haben wir noch so ein dickes Söschen. Super geil, cremig. Keine Berührungsängste vor Knochenmark. Glaubt mir, ihr werdet es bereuen, wenn ihr es nicht probiert. Das ist echt geil. Ey, die findest du in der ganzen Stadt, aber die sind auf jeden Fall berühmt dafür. Kommt hierher, nicht nur auf der ganzen Stadt, findest du natürlich in der ganzen Insel. Ne? Sehr geil. So, jetzt Schweinchen. Schön lackiert, gut gegrillt, sieht saftig aus. One-Biter. Oh, sind die geil. Das Sambal ist aber auch brutal. Kann ich echt viele von essen. Die sind süß, klebrig, schweinig, schön spicy durch das Sambal. Zum Gürkchen dazu. Einfach so alle Viertelstunde ein Teller und ich bin glücklich. Das jetzt hier in der Mischung. Ein bisschen Suppe. Top Lunch Place, wenn ihr mich fragt. Also meine absolute Empfehlung vom Allerfeinsten. Du kannst doch nicht aufhören, weißt du? Ich liebe Spießchen. Oh, sehr gut. Was ihr nicht seht, die mich alle drumherum hier angucken. Nicht nur, weil wir mit 1, 2, 3 Kameras hier stehen. Die denken aber auch, der weiße Fettsack, der kann aber auch gar nichts. Ich sehe es in ihren Augen. Oh Mann, ey. Nochmal mein Appell an euch. Go for Knochenmark. Müsst ihr probiert haben. Wir essen fix auf. Dann ziehen wir weiter zum nächsten Spot. Weil jetzt habe ich richtig Hunger. Warum sind wir in Bali und nicht auf Jakarta? Bali sind wir auf jeden Fall, weil wir keinen Bock auf Jakarta hatten, weil Bali einfach besser ist für Urlaub. Für Klicks. Und für die Klicks. Freunde, wir sind angekommen, Wahaha Restaurant. Hier soll es die besten Spare Ribs auf Bali geben. Schreiben die zumindest groß dran. Und es gibt links und rechts noch ein paar nette Kleinigkeiten, die ich euch ganz gerne mal zeigen würde. Die Rippchen sehen wirklich geisteskrank aus. Kommt. Freunde, da starten wir doch mal rein in die Rippchenparty. Da sitzen wir doch auch schon. Guck mal, ich habe mir ein paar Leckereien rausgelassen. Ihr kriegt hier auch ein bisschen Schweinebauch und so weiter und so fort. Aber hier konzentrieren wir uns auf die Best Pork Ribs in Bali. Schreiben Sie zumindest auf das Fähnchen hier. Und ich habe mir so ein paar Kleinigkeiten außenrum bestellt. Es gibt hier zur Vorspeise noch so kleine frittierte Rippchen mit süßer Sojasauce gemacht. Du hast hier so frittierten Knoblauch oben drauf. Boah, lieb ich, der wird so süß dann, ne? Wenn du das frittierst. Ist geil. Boah, die sind geil. Das macht Bock dran rumzubeißen, so, ne? Ist ja eh so ein Ding. Wenn du Rippchen essen gehst, weißt du, jetzt muss ich die Finger nehmen, jetzt muss ich ein bisschen dran rumknuspern. Die Dinger sind echt geil, schmecken schön nach süßem Knoblauch. Ist gut, geht gut vom Knochen. Mag ich. Und natürlich hier so ein paar Onion Rings. Deep Fried Shit. So, die gehen natürlich auch immer geil rein. Die sind Bombe. Ist eine ganze Zwiebel, schön knusprig außenrum, on point. So ein bisschen Mayo-Dip dazu. Ich finde es immer bei so einem Barbecue-Ding ganz geil. Also eins mache ich auf jeden Fall zuerst noch. Den Reis gucke ich mir an. Guck mal, da sind schöne, dicke Rippchenstücke mit drin. Gesmoked. Das schmeckt geil. Ist nicht zu viel Rauch. Der Fried Rice ist echt bombig gemacht. Schöne Beilage dazu. Auch ganze Knoblauchzehen. Sag mal ehrlich jetzt, was gibt's denn für geilere Kombis? So Schweine, Fett, Knoblauch, grüne Bohnen, bisschen Salz und Pfeffer. Boah. Fühle ich sehr. Sehr sogar. Nehmen wir direkt mal in den Salat rein. Ist auch mal so geil abgeschmeckt. Schön scharf. Auch endlich ein bisschen Power auch. Das war jetzt schon sehr gefällig. Klar, kriegst noch Soßen dazu. Die hauen wir uns gleich drauf. Logisch. Coleslaw gehen wir auch noch mal rein. Ich finde, der sieht hervorragend aus. Wenn er jetzt noch schmeckt, ne? Oft fehlt Salz. Ist gut. Aber auch hier ein bisschen Salz fehlt. Aber vollkommen okay. Lass mal noch mal so einen Mais probieren hier zwischendrin. Lieb ich ja auch, ne? Auch riesige Maiskörner. Weiß nicht, andere Qualitätsstufe als bei uns. Ordentlich Knobi. Rippchen. Also, hübsch sind sie. Das ist jetzt die Large-Variante schon. Das verspricht schon einiges.
Wenn es so durchgeht mit dem Messer, schön saftiges Sau. Das sieht gut aus. Die sind nicht komplett übergart, sondern das sieht echt gut aus. Wird sich vom Knochen lösen mit dem Biss. So soll das sein. Jetzt bin ich echt gespannt. Sehr gute Rippchen. Spricht für sich, ne? Wow, die sind gut. Die sind sehr süßlich, ne? So wie du das dir vorstellst, mit einer geilen Barbecue-Soße. Wenn ihr auf solche Rippchen steht, dann ist das hier euer Laden. Ob es die besten auf der Insel sind, das weiß ich nicht. Das sind sehr gute Rippchen, das kann man nicht anders sagen. Rippchen an sich, Riesending auf der Insel, ne? Gibt es auch als Beef Ribs, verschiedene Restaurants auf der ganzen Insel verteilt. Schweinerippchen, dickes Ding. Die sagen hier, wir sind die Besten. Ich habe es probiert und ich finde es ja auch sehr geil. Restaurant ist hübsch, sauber, ordentlich. Du hast so ein bisschen geordnetere Atmosphäre, habe ich das Gefühl. Ihr wisst, vieles ist sehr ursprünglich hier auf der Insel, auch Streetfood und so. Hygienisch manchmal grenzwertig, aber man muss sich trauen. Hier hast du die Probleme halt alle nicht. Ne? Es ist sehr, sehr sauber, durchgestylt und das Ergebnis auf dem Teller passt mir auch sehr gut. Nein, also Schweinerippchen und auch vom Rind gibt es auf der ganzen Insel viele verschiedene Restaurants, wo ihr gut essen könnt. Das hier ist ein sehr guter Spot. Mir hat es sehr, sehr gut geschmeckt und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, hierher zu kommen. Die Rippchen sind Baba. Okay, Freunde, und mit einem schönen Barbecue verabschieden wir uns jetzt und sehen uns gleich beim nächsten Spot. Gibt es spezifische kulinarische Entdeckungen oder Erlebnisse, die du in Indonesien machen möchtest? Indonesien, Bali, da bin ich wirklich sehr, sehr offen. Ne? Ich will mich da wirklich mal treiben lassen. Und ich finde ja auch, dass hier in Europa ist die indonesische Küche gar nicht so stark vertreten. Von daher komplett open-minded, reingehen, probieren, gucken, verstehen und hoffentlich noch ein bisschen was mit nach Hause bringen und selber kochen. If you in my face, shut it down if you off the pace. Shut it down if you gon' hate. Shut it down if you being fake. Leute, wir stehen vom nächsten Laden. Padang-Küche, Sumatra. Ist alles so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall ist das Konzept so, du hast verschiedene Schüsseln und Platten, von denen du auswählen kannst. Du zeigst einfach drauf, was du gerne hättest. Sie packen dir alles zusammen und dann hast du einen vollen Tisch und kannst richtig Gas geben. Und genau das mache ich jetzt. Komm, wir gehen mal zusammen aussuchen. Komm, komm, komm. Fresh like that. If you want some, it's time to act. Hallo. So, I order here, yeah? Ooh, let's go. But what is it? This is Padang beef. Padang cuisine. Padang beef. Yes. Okay, perfect. I want one. One? Yeah, one piece. Okay. One Yeah, yeah, yeah. What is it? Fish. Fish? Looks completely crazy for me. Yeah, yeah. Okay, okay. This chicken? Yes, chicken. Good. Okay, give me one chicken. Lime? Chicken. Yeah, yeah. One chicken is good. This egg omelette. Omelette. I want one. Yeah. And what's this? Corn. Corn. Okay, corn is good. Okay, And what kind of fish is this? fish fry. Fried with chili on top. And chili. That's very spicy, yeah? A little spicy. Okay, not too spicy. Better this one, huh? This one. Okay, go for this one. Okay. Yeah. Ah. You pay what you eat. Okay, okay. You pay what you eat. Das heißt, du kannst eins essen und es einfach dran rumlutschen. Und wenn es nicht auf ist, gibst du es einfach zurück. Ich hoffe, das passiert nicht so oft. Das sieht doch schon ganz amtlich aus hier. Ah, guck mal. Ja, sehr gut. So, das ist Schweineschwarte. Und dann kommt ein gutes Söschen oben drauf. Ah, perfekt. Original, huh? Original. More cucumbers. What is that? Chili. Ja, na klar, ein bisschen Chili muss das sein. Oh, das sieht so aus. Ja, so scheiße. Alter. Das ist genug, Bruder. Danke dir. Das Zeug bringt dich halt safe um. Okay, ich setze mich hin. Thank you very much. Okay. So, have everything, ja? Okay, sehr gut. Das Zeug sieht hart so aus, als ob es dich sofort umbringt. Digga. Ja, ist scharf. Ist schon so, gell? Weißt du, was mir wirklich imponiert ist? Er sagt, ess was du willst, den Rest tun wir zurück. Das ist nicht schlecht. Ja, weiß nicht. Ja, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Wir haben nur Schweinemagen. Ja. Schweinemagen, genau. Schweineschwanz habe ich drauf verzichtet heute. Wahrscheinlich Handarbeit, oder? Gibt's Besteck? Nee, es gibt Besteck, guck mal. Ah, da ist ja welches. Perfekt. Du warst noch gar nicht hier? Ey, dafür sah das aber souverän aus. Ihr habt euch hingehockt und habt direkt Essen gehabt. Ja, so machen wir in Asien ein bisschen. Freunde,
Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sage, da gehört immer ein bisschen Mut dazu. Ne? Aber es soll ein ausgezeichnetes Restaurant sein, es ist mehrfach empfohlen worden. Und ich sage euch ehrlich, das sieht hier alles schon mal ganz geil aus. Ich habe hier gerade gesehen, er hat hier aus dem Beutelchen diese frittierte Schweinekruste mit dieser Soße, die hinten in diesem riesen Topf kocht. Die will ich auf jeden Fall direkt probieren. Die weichen unten ein, oben sind sie noch crispy. Boah, es ist brutal scharf. Und es geht auch so ohne Umwege direkt auf die Herzkranzgefäße. Kennt ihr diese Schweinekrusten, die es in der Tüte so gibt als Snack? Und die mit einer Soße, die sehr, ja, so ein bisschen wie wie ein Curry eigentlich, ne? Ganz geil. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Komm, Omelette. Hol mal rüber den Kameraden. Was ist denn das da oben drauf? Ist das Knobi? Junge. Fingeressen ist ja erlaubt hier. Ja, ein Pfannkuchen. Omelette-mäßig. Krass, wie sowas Einfaches so gut schmecken kann. Ja, das ist geil. Und guck mal bitte, wie geil dieser Reis gekocht ist. Schön, locker, floggisch. Dazu das Beef. Und das ist ja natürlich auch eins der absoluten Spezialitäten hier auf der Insel. Das ist geschmortes Rind, quasi ein Rinderbraten mit echt vielen Gewürzen. Das ist eigentlich weich, aber irgendwie doch ein bisschen chewy. Das ist nämlich ein dickes Ding hier auf der Insel. Beef Rendang. Kriegt ihr quasi überall. Boah, das ist geil. Boah, das gefällt mir sehr. Was ist das für ein Gemüse? Irgendwas zwischen Spinat und wie so ein Senfkohl. Ja, ich hab keine Ahnung. Aber schmeckt gut. Also das Beef mit dem Reis, Gürkchen dazu. Das kommt der Sache schon sehr nah, die ich mir hier vorgestellt habe. Und guck mal, diese Soße, die da dran ist, ne? Das ist alles Gewürz. Das knallt dich so richtig weg. Freunde, oft sind es die Sachen, die du nicht gleich vermutest, die dann richtig geil performen. Und das tut es auf jeden Fall. Ey, so einen hatte ich schon mal hier. Das ist Hähnchen und Mais in der Regel. Die Dinger liebe ich. Ich mag kein Mais sowieso. Hier schmecke ich jetzt aber kein Hähnchen. Ne, ich glaube, hier ist es nur Ei, Mehl, Gewürze, Maiskörner. Geil. Bisschen Chili. Ich bin ja ehrlich. Ich habe jetzt dann nur Sachen ausgesucht, wo ich sage, da fühle ich mich so einigermaßen wohl bei, weil du es irgendwie kennst, irgendwie zuordnen kannst oder so. Ich glaube, die wahren Schätze, ne, die kriegst du erst dann zu sehen, wenn du einfach mal drauf sagst, ja, bring mir mal so ein Ding. Wenn du keine Ahnung hast, was es ist, kann natürlich auch sein. Ne? Guck mal, das da ist unser Guide. Guck ihn dir bitte an, ja? Falls ihr nicht alleine überhaupt durch Asien reisen wollt, kann ich euch chefstour.com empfehlen. Die Jungs sind und Mädels vor allem sind auch klasse. Hatten wir bis jetzt in jeder Stadt als Guide dabei. Könnt ihr euch reinziehen. chefstour.com. So, und chefstour.com hat gerade zu mir gesagt, also die Balinesen würden jetzt denken, ich habe sie nicht mehr alle, weil ich hier mit Gabel und Löffel esse. Also, Handarbeit. Huhn, geile Soße. Ist super saftig. Soße ist, glaube ich, dieselbe wie hier. Schön spicy. Es macht gleich noch mal so viel Bock, wenn du die Finger nimmst. Sag ich dir, wie es ist. Leute, auch das Huhn on point. Es ist relativ lange geschmort, macht mega Bock. Auch dieses Rumgefummel. Ja, guck mal, du kannst hier auch gar kein Hähnchenschenkel essen mit Messer und Gabel. Jo, es gibt Leute, die können das. Aber mit der Hand viel geiler. So, Freunde, jetzt kommt der große Fisch dran. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Könnte so ein bisschen was Makreliges sein. Er ist außen auf jeden Fall rabenschwarz. Aber keine Ahnung, ob er geschuppt ist oder nicht. Ist was Makreliges, glaube ich, ja. Der schmeckt super geil nach der Marinade. Er hat auch super geile Grätenprobleme. Der Fisch gut, aber er hat Gräten, wo ich keine vermuten würde. Ja. Hey, danke euch. Tschüss, hau rein. Ciao, ciao. Zuschauer getroffen. Wer Bock hat, an Fischen rumzunagen und sich Gräten aus dem Mund zu ziehen, mir ist das zu viel, habe keinen Bock drauf. Aber hier, so ein bisschen Huhn, ein bisschen Beef, ein bisschen Schweinekruste mit scharfer Soße. Das ist geil. Balenon, Spot steht unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Kommt hierher, probiert es aus, zeigt einfach mit dem Finger drauf. Und das Geile ist, ihr müsst nur zahlen, was ihr wirklich esst. An der Stelle schon mal Kanal abonnieren, Daumen nach oben, einen Kommentar schreiben. Vielen Dank, bis gleich.
Leute, das Merah Putih. Ganz ehrlich, indonesische Küche, balinesische Küche, so ein bisschen Next Level. Ein Fine Dining Spot, so weit würde ich fast gehen. Also wenn ihr euch mal ordentlich was gönnen wollt, seid ihr hier richtig. So, Freunde, da sind wir wieder. Ey, mal ehrlich, ich glaube, ich habe hier eine richtig gute Auswahl getroffen. Guck mal, es geht los. Special Deal of the Day, es gibt ein Austerchen. Und dann hier Klassiker, diese Krabbenchips und verschiedene Gemüsechips. Und dann habe ich hier drüben ein Dumpling. Dazu gibt es ein bisschen von dem Laksa hier. Oh yeah, baby. Es riecht schon jetzt so hummerig, krebsig, meeresfrüchtig. Wow, Baby! Klar, hier vorne ein bisschen Pulled Beef, beziehungsweise, ja, das ist das Rendang, aber in so einem Bauband drin. Hey, ein bisschen Gemüse fürs Gewissen muss ja auch sein. Ein paar Nudelchen natürlich, ne, ganz klarer Fall. Ihr wisst, Reis und Nudeln, ein dickes Ding. Hier in dem Fall jetzt mit so einem Taschenkrebs oben drauf. Und geil viel Krebsfleisch. Ich glaube, da gehen wir auch mal kurz zuerst rein hier. Dicke Chunks von Krebs dabei. Diese Nudeln, die sind in einer Soße, oh, die ist so wie in so einem Krustentierfond gemacht und die hat einfach so einen geilen Geruch schon. Ne? Also wenn der den Teller serviert, dann riecht es schon so richtig meeresfrüchtig. Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? So richtig konzentriert und genauso wird es auch schmecken, da bin ich mir relativ sicher. Eine wunderschöne Schärfe mit dabei. Im ersten Augenblick, es mutet so ein bisschen sehr westlich an, aber sobald du die erste Gabel drin hast, merkst du, okay, wir sind immer noch in Asien, mein Freund. Ja? Boah, schmeckt das geil. Wow, das ist echt geil. Frittierte Schalotten oben drauf, frische Chilis und Krebs ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen Fleisch drin. Schön geil gegrillt. Boah, die Viecher gibt es hier auch in einer Qualität, das ist ja der Wahnsinn, Alter. Hatte ich, glaube ich, jetzt zuletzt in Thailand oder in Singapur oder in Vietnam. Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ihr in Zukunft auch nichts mehr verpassen wollt, empfehle ich euch jetzt den Kanal zu abonnieren. Hier unten. Einfach draufdrücken, kostet nichts, schmeckt gut, wissen wir nicht erst seit gestern. Und guckt euch auf jeden Fall die anderen Food Guides an, die wir schon rausgebracht haben, falls ihr zufälligerweise hier heute neu eingestiegen seid. Aber das absolute Highlight hier auf dem Tisch ist auf jeden Fall das Betuto. Das ist nämlich ein geschmortes Huhn. Guck mal, wir haben hier Wachtelei mit dabei. Dann gibt es hier noch, boah, ich weiß gar nicht, im Bananenblatt, ich weiß nicht, was es ist, probier's. Aber geil, Erdnüsse, Reis dazu und diese geile Soße, die hier überall drauf packen. Das ist so... Es knallt dich von der ersten Sekunde weg. Das ist der Wahnsinn. Ich kann es kaum beschreiben, wie geil das schmeckt. Oh, wie dieses Huhn auseinandergeht. Guck mal hier. Da ist wirklich alles drin. Wenn ich das jetzt nachkochen müsste, ne, so Kitchen Impossible mäßig, ich wüsste nicht, wo ich anfange. Es ist wunderschön. Es hat einen Räuchergeschmack. Ne? Es ist also smoked. Und diese Soße dabei. Boah, mit den Erdnüssen. Das sind aber auch Monsterteile. Guckt euch die mal an. Was für riesen Erdnüsse sind. Das ist halt auch einfach so indonesisch, ne? Erdnuss ist so geil. Jetzt hier ein Eichen dazu, und zwar von der Wachtel. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Gemüse an der Seite. Boah, das ist auch mit der Soße. Das Fleisch kannst du einfach so aus dem Huhn rausziehen. Wirklich dicke, dicke Stücke. Quasi noch eine Hühnerfrikadelle. Ist so ein bisschen mit Zitronengras gearbeitet. Sehr, 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 sehr gut. Das ist hier auf jeden Fall auch ein Signature-Dish. Boah, müsst ihr probieren. Leute, so wird's gemacht, so ist es zu Ende gedacht tatsächlich. Das ist Hausfrauenküche auf dem richtigen Niveau. Aber macht richtig Spaß. Boah, Junge. Geiles Gemüse neben dran, mit dem crispy Knoblauch oben drauf. Bin ich gespannt, ey, das werden die geil gemacht haben. Ich liebe das. Das ist so geil. Kommt der Deutsche durch. Bisschen Soße, bisschen Reis. Wirklich ein anderes Level. Dazu servieren sie noch ein Hühnersüppchen. Allein die Konsistenz von dieser Suppe lässt erahnen, was hier los ist. Auch hier ist ein Wachtelei mit drin. Ja, pure Hühnerpower, Glasnudeln am Start. Ich mögen sie wirklich gerne. Du hast immer was von der geilen Suppe. Dann nimmst du mir ein bisschen Reis. Weißt du, dann hast du das Ganze irgendwie so ein bisschen, da geht es geschmeidiger runter. Mit den Nüssen, sehr stark. Kinder, Wahnsinn. So, Dumpling Laksa. Ich muss zuerst die Soße probieren, beziehungsweise die Suppe. Brutal meeresfrüchtig. Ist ein riesen Öschi des Teils, auch gefüllt mit Garnele. Wir zerteilen den mal. Boah, diese Suppe ist so hocharomatisch. Boah, ich liebe den Spot jetzt schon. Das ist wirklich sehr, sehr gutes Essen. Sehr, sehr gutes Essen.
Die Suppe ist quasi diese Lachserbrühe. Kaffee, Limette ist hier ein Thema. Zitronengras ist ein großes Thema. Chili ist ein Thema. Ist wirklich sehr, 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 sehr gut abgeschmeckt. Und das ist der absolute Shit. Guck mal da rein, was ein Riesenteil das ist. Auch gut gefüllt. Kannst du dir stückweise bestellen. Ich habe leider nur eins bestellt diesmal. Teigsäckchen. Die Dinger sollen wir ja auch nicht zu kurz kommen lassen, ne? Was haben wir denn hier? Süßkartoffeln oder was? Verschiedene Sambals. Ich weiß ganz genau. Auch hier, das werde ich später wieder bereuen. Ja. Was für eine Farbe. Intensiver Pepperoni-Chili-Geschmack. Ganz leichte Schärfe nur, die hinten raus richtig anfängt zu hitten. Aber im Vordergrund einfach nur Geschmack. Hinten raus wird es brutal scharf. Brutal scharf. Ja, brutal scharf. Kann man gar nicht anders sagen. So, dann haben wir hier das Ganze nochmal in der feineren Variante. Oh, davon würde ich mir so gerne einen Eimer mitnehmen. Wenn du das versuchst nachzumachen, kriegst du nicht hin. Oh, scharf ist es. Hier die grüne. Wieder keine Effekthascherei, sondern einfach durchdacht. Alle drei schmecken komplett anders. Sind wirklich ekelhaft scharf. Aber mittlerweile, nach ein paar Wochen Asien, kann ich es besser handeln als vorher. Ihr habt diese wunderschönen Baus hier vorne gesehen. Hefebrötchen. Na, drin ist Pulled Beef, Rendang, Blättchen Koriander, ein Gürkchen, das gehört immer dazu. Chili ist natürlich mit am Start. Ich probiere erstmal ein Stückchen so. Das ist perfekt geschmort. Es hat diesen Rendang-Flavor. Ich muss das unbedingt rausfinden, wie man das kocht. Ich will das nachmachen. Auf meinem Kanal demnächst ein Rezept dazu versprochen. Ey, das ist ja wirklich geil. Das ist irre. Seht ihr das, was hier auch an Gewürzen und Kräutern dann so dran ist, draußen ist? Das haftet einfach komplett da dran. Reichlich Chili ist mit drin. Aber nichtsdestotrotz servieren sie hier das grüne Sambal dazu. Und Kinders, ich sage euch, auch wenn ich jetzt nicht husten muss oder komplett ausraste, aber das ist so scharf für mich, dass mir die Ohren rauschen. Ja? Das hat richtig Power. Aber ja, ich zieh durch. Geil. Leute, das ist wieder so eine krasse Empfehlung für euch. Den Laden findest du nicht ohne uns. Sag ich dir, wie es ist. Wenn du hier draußen vorbeifährst, würdest du niemals denken, dass das hinten dran ist. Boah, Kinders, so, jetzt Austern. Was haben wir da drin? Austern, Chili, Schnittlauch. Boah. Dicker Oschi. Leute, mit dem letzten Biss verabschiede ich mich jetzt hier von unserem Fine Dining Spot. Kann man schon fast sagen. Es war hervorragend. Wenn ihr auf Bali seid, geht auf jeden Fall hierher. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir sehen uns gleich beim nächsten Spot. Was ist dein erster Gedanke, wenn du an Bali denkst? Das ist das Erste, wenn ich an Bali, Indonesien denke, ist Urlaub, Erdnüsse. Das ist so ein Ding, wo ich sage, Indonesien, Nudeln, da habe ich Bock drauf, fühle ich schon. Kann ich schmecken, kann ich riechen. Ist ganz was Eigenes, süße Sojasauce. Das merkst du sofort, wenn du ein indonesisches Gericht vor dir hast. Freunde, was ihr wissen müsst, ist, Indonesien ist auf jeden Fall durch die chinesische Küche ziemlich influenced worden. Das ist totaler Quatsch. Java ist eine Insel, oder? Können wir das schneiden? Nudeln sind auch ein großes Thema hier auf der Insel. Deswegen werden wir jetzt so eine kleine Mischung aus chinesischen und... Boah, wir sind nämlich beim Thema Nudeln angelangt. Und Nudeln ist ein riesengroßes Ding. Jetzt gucken wir mal, wie die das hier interpretieren. Freunde, da haben wir es schon. Nudelchen. Ich habe mir hier noch so ein paar gemixte Dumplings rausgelassen. Das ist hier so ein Fishcake. Da haben wir hier so ein normales Dumpling. Dann haben wir was Frittiertes, so Wonton-mäßig. Und dazu Erdnusssoße, Sambal, klarer Fall. Und hier die berühmten Dry Noodles. Gelten als Sweet Noodles auch. Das liegt so ein bisschen daran, dass sie natürlich mit der süßen Sojasauce auch gemacht sind. Bisschen Gemüse dazu, ein Cracker und es gibt immer Süppchen an der Seite. Und das hier drüben sind am Ende dieselben Nudeln. Obendrauf Beef und ein paar Mushrooms. Ja. Und dazu kannst du dir einfach ein bisschen Suppe drüber machen. Könntest du hier auch, macht aber keinen Sinn. Und dadurch hast du dann ruckzuck quasi ein schönes Nudelsüppchen. So, Kinders. Aber wir fangen mal hier mit denen an. Ich habe oben drauf Erdnüsse und Hähnchenfleisch und Gemüse ist dabei. Ja, die stehen immer einen kleinen Augenblick hier, deswegen müssen wir die mal kurz zurück ins Leben holen.
Yeah, lange Nudeln sind's. Ich probiere. Gute Eiernudeln. Was die direkt noch abkönnen ist, noch ein bisschen klebrige Soße. Ketchup Manis, ihr wisst Bescheid. Und natürlich, stelle ich über arme Leute hier, ein bisschen vom selbstgemachten Sambal. Und dann geht's richtig ab. Und damit hebst du das natürlich direkt aufs nächste Level, ne? Yes. Gute Schüssel Nudeln. Frittierter Cracker dazu. Ja, macht Spaß. Zeig mal Suppe. Oh ja, die ist auch schön schweinig. Hier auch Wonton drin, ne? Und ein Fleischbällchen. Das ist echt geil. Ruckzuck hast du dann eigentlich so ein fertiges Gericht, ne? So ein kleines Menü. Schüsselchen Nudeln, ein bisschen was Gemüse, was zum Knuspern. Fleischbällchen, Wonton, Brühe dabei. Geil. Und vor allem, wo ich hier sitze, hier ist Verkehr, hier laufen Leute vorbei und so, das macht einfach Spaß. Der Laden aktuell glücklicherweise leer, weil wir ja immer antizyklisch unterwegs sind, damit wir keinem auf den Keks gehen. Und ich sagte ehrlich, das knallt schon am Anfang an. Aber ich will hier drüben auf jeden Fall mal die frittierten Sachen probieren. Ey, wir haben hier auch so ein bisschen Sambal und Söschen an der Seite. Die Dinger sind gefüllt mit Schwein. Super knusprig, ganz anderer Teig. In der Mitte so ein bisschen chewy, außen super crispy. Ja, kleines Wonton und natürlich hier dazu Erdnusssoße, ne? Wichtig, wisst ihr Bescheid. Diese Erdnusssoße auch immer, das ist so geil. Hier haben wir Fischcake, guck mal, mit Garnele drin, seht ihr? Auch natürlich frittiert, ne? Mich wundert auf Bali gar nichts mehr. Mir hat der Guide gesagt, hier kannst du dich entscheiden, entweder Diabetes oder Durchfall. Ich glaube, ich nehme beides. Fischcake auch geil. Boah, das Zeug hat Druck. Aber ich liebe auch die Erdnusssoße. Sag ich, wie es ist. Oh ja, Baby. So, jetzt rüber zum Süppchen. Oh ja. Und wir haben mir direkt vorhin gesagt, du musst das orangene Töpfchen nehmen. Wir haben hier eine Chili-Paste drin. Die ist mit Knoblauch. Die ist zwar härter als die andere, aber die knallt alles weg. Also her damit. So ein Pilz checken. Pilze auch hocharomatisch. Guck, da machst du ein bisschen Suppe rein. Zieht sich die Nudel da voll mit. Geil, Junge. So, ab. Ganz andere Geschichte. Schmecken wie gute Ramen. Also die Nudeln. Boah, die Chili-Paste ist wirklich hart. Ich glaube, ein bisschen zu viel drauf gemacht. Aber ich bin ja leidensfähig mittlerweile. Kräftige, hocharomatische Brühe. Super geile Pilze auch. Tolle Konsistenz. Farbe. Das Fleisch ist butterweich. Gemüse macht Bock. Ich weiß nicht, was es für eins ist. Kommt mir immer wieder unter. Ich muss es auf jeden Fall mal lernen, was es ist. Aber es wird auch manchmal gar nicht so genau unterschieden. Ich sage einfach nur Greens. Okay. Es ist super frisch, es ist super lecker. Die Location 10 von 10, Leute sind geil drauf. Kinder, Nudeln, großes Thema auf der Insel. Das Geile dabei ist, den Spot hier, den hatten wir hart auf der Liste. Und ich habe beim Warten hier, dass wir rein können, einen anderen Spot entdeckt. Also jetzt nochmal Guerilla-Empfehlung vom Dicke Papa, gleich nebenan. Weiter geht's! Oh, both of you, huh? Okay, just one clay pot rice. Yeah, with an egg on top. And beef. Ja, Beef. Clay pot rice, kennt ihr? Auch chinesisch. Tontopf, Reis rein, Suppe drauf, Fleisch drauf, ein Ei dazu. Ja, wirst du sehen, guck mal. Never gonna fade us in the end, we survive this. Trials, tribulations, but it only make us stronger. Never gonna stop and bring the heaters like a sauna. Gotta take it to the highest heights, deeper depths. Gotta move it right to left, but we always move in step. Gotta be the champions, dog, never losing. Boah, da ist er, der Clay Pot Rice. Geil, Alter, das blubbert, das Ding ist brutal heiß. Jetzt kommt eine ganz interessante Geschichte. Guck mal hier, das Ei, das ist noch gar nicht so richtig gestockt oben drauf. Hier am Rand ist die Suppe eingekocht. Guck mal die Konsistenz. Das ist geil, ey. So, und dann gehst du normalerweise hin und isst es nicht so locker oben runter, sondern du gehst nach unten und hier ist der Reis nämlich so ein bisschen angehangen. Und das ist genau das, was du willst, ja? Boah, guck mal das Ei. Ja, einmal durchrühren. Man neigt dazu, den Topf dabei festzuhalten. Sollte man tunlichst nicht machen. Ey, Bruder, Salat, also ganz ehrlich. Kommst jetzt mal hier hin. Gut durchrühren, gucken, dass man unten das Angehangene vom Boden abkriegt. Das ist das, was du willst. Ey. Der ist schön suppig. Normalerweise ist der sogar noch ein bisschen trockener, also im Chinesischen zumindest. Boah, ich mag, dass es so ist. Und jetzt guck mal bitte, was eine Schüssel voll Comfort Food. So, jetzt brutal heiß. Jetzt probieren wir erstmal. Ich weiß schon, diese eingekochte Brühe und so, wie geil das schmecken wird. Mais mit drin, Beef drauf. Dieser leicht angebratene Reis unten drin. Da sind Pilze mit am Start. Der Mais bringt eine schöne Süße mit rein. Dann hast du Frühlingslauch, Zwiebelig. Boah, das ist so richtig so
Es schmeckt genauso, wie du denkst, dass es aussieht. Nee, falsch. Es schmeckt genauso, wie es aussieht. Kennst du das? Ich werde der Empfehlung... Oha, mieses Zeug. Guck mal hier. Selbst gemacht, Crispy Chili Oil. Das werde ich alles so bereuen. Aber es schmeckt halt auch einfach so geil. Halt. Weil die Chilis hier sind einfach anders. Boah, sind die scharf. Junger Vater. Aber wenn du hustest, wird es noch schlimmer. Ah. Boah, das ist so wirklich, da kannst du nicht aufhören. Da hast du richtig Bock drauf, es einfach leer zu essen. Das Ding macht dich satt, safe. Und weißt du, was es kostet? 2,50 Euro. Ist das nicht geil? Und es wäre eigentlich noch ein bisschen günstiger. Du zahlst für das Ei extra. Normal hast du nur Reis. Boah, mit dem Chiliöl. Wirklich jetzt Next Level Shit. Brutal scharf, aber geil. Wir hatten bisher noch in keinem Food Guide Claypot Rice. Ihr solltet das auf jeden Fall mal probieren. Der Tontopf macht's aus. Die Kruste, die sich unten bildet, das ist geil. Absolutes Comfort Food. Das ist so wieder Schüssel, Löffel, ab auf die Couch. Genau mein Ding. Ich kenn das. Das werde ich auf jeden Fall aufessen. Und dann starten wir zum nächsten Spot. Und ich sage euch jetzt schon, auf den freue ich mich schon den ganzen Tag. Und auf dem Weg durch die Stadt will ich mir auf jeden Fall einen sehr, sehr beliebten Snack reinfahren. Und zwar gibt es hier am Straßenrand relativ häufig frittierte Bananen. Und die besten der Stadt, die gibt's hier. Oh, thank you very much. Guck mal, da haben wir es schon. Die Bananen, habt ihr die gesehen? Die sehen auch komplett anders aus als bei uns. Ne? Also es riecht auch fresh. Und es ist so eine Art, ich würde fast sagen, wie so ein Tempura-Teig. Ein sehr, sehr dünner Teig auf jeden Fall. Und ich habe mir erzählen lassen, das Mehl haben die Portugiesen damals mitgebracht. Die Balinesen hatten die Bananen und jetzt ist das dabei rausgekommen. Aber ich habe richtig Bock drauf, eins zu probieren. Die sind super knusprig und auch so ein bisschen schön angebräunt. Das könnte Bock machen, ist auch brutal heiß, ne? Fresh aus dem Öl. Ey, sieht super crispy aus. Der Teig ist gänzlich ungewürzt, also nicht, dass er irgendwie süß ist oder so. Das hat original gar nichts mit der Banane zu tun, die ihr kennt, so vom Chinamann. Weißt du, was ich meine? Die ist null süß, die Banane hat eine ausgeprägte Säure sogar. Und wenn ich nicht wüsste, dass es eine Banane ist, würdest du es gar nicht, ich würde es nicht sofort assoziieren, oh, Banane. Klar, Konsistenz, Optik und so, krass. Das ist auf jeden Fall ein guter Snack für zwischendurch, kann man sich mal reinballern. Die Einheimischen stehen voll drauf, also probiert es. Ich fand es ganz okay. Aber jetzt habe ich Hunger. Gibt es spezielle Zutaten, die du an der indonesischen Küche besonders spannend findest? Ich verbinde automatisch Erdnüsse damit, Erdnusssoße, süße Sojasauce auch, Ketchup, Manis, also diese Aromen. Ich glaube, dass es viel in diese Richtung gehen wird. Ich glaube, dass wir auch Schärfespitzen haben, aber lange nicht so wie beispielsweise in Thailand oder so. Freunde, das Restaurant Tim Bung Gan. Die machen authentische balinesische Küche, aber alles so ein bisschen in einem frischen, neueren Gewand. Und bei den Food Festivals auf Bali haben die regelmäßig Preise abgesahnt. Für uns Grund genug, der Sache mal auf den Grund zu gehen und es uns richtig schmecken zu lassen. C'est mission impossible, c'est moi qui fais les travaux, le monde entier me remercie. Ok, on va parler vrai. Si quelqu'un attendait le moment où je tomberais sur mes genoux, tirer un trait. Y a peu de choses qui pourraient me chier, toi impossible que j'échoue, je suis bien trop déter. Tellement chaud pour l'atmosphère, pour le succès gros on va tout faire. Et le pays entier sera fier. Yeah, on ne fait pas du tout dans le crari. Je déboule tout droit sur Paris pour vous montrer sur qui faut parier. On ne fait pas du tout dans le crari. Je déboule tout droit sur Paris pour vous montrer sur qui faut parier. On est les champions, on est les champions. Freunde, wir sind im Tim Bung Gan Restaurant. Und wisst ihr, was die hier machen? Die machen traditionelle balinesische Küche. Aber so ein bisschen in einem neuen Gewand. Alles ein bisschen frischer, alles ein bisschen mehr sexy. Und das, was hier vor mir steht, dafür sind die berühmt. Das ist denen ihre Ente. Die Ente auf jeden Fall eine spezielle Zubereitungsart und vor allem die Paste, die oben drauf ist, mega geil. Ey, das ist alles, wofür ja, Bali so steht. Ne? Da haben die von allem so ein bisschen was dazugepackt.
Sie hat gleich zu mir gesagt, Vorsicht mein Freund, spicy. Aber ich habe gesagt, kein Problem, ich bin mittlerweile voll im Training. Und die Dinger hier, von denen hatten wir ja schon mal welche. Ich glaube im Singapore Food Guide. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, blenden wir euch auf jeden Fall auch hier oben mal ein. Und für alle, die auf dem Fernsehen schauen, unten in der Videobeschreibung steht es auch noch mal drin. Ey, lass mal reinbeißen. Geil. Die Dinger sind aus Mais in so einem Backteig. Boah, fahr ich da drauf ab. Das schmeckt so geil. Hähnchen und Mais, toll. Okay, Kinder, Reis, wichtig. Wundert euch nicht, es wird mit der Hand gegessen. Ja? Und ey, ich will eigentlich mal alles drumherum probieren. So ein schönes Spießchen hier. Ey, wir haben jetzt noch ein paar Soßen bekommen. Wieder klassisch Sambal. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich probiere es gleich, aber hier ein bisschen Sambal und dann rein damit. Gut scharf, sie hat recht gehabt. Geil, du hast hier drüben so ein bisschen die Seafood-Section. Tintenfischringe. Die besten seit langem. Jetzt haben wir hier so eine Muschel. Guck mal, die Soße da oben drauf. Dafür brauche ich, glaube ich, einen Löffel. Das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Soße ist. Ja, was wohl? Das Erdnuss, Alter. Das ist ja geil. Schöne fette Muschel. Scharfe Erdnusssoße oben drauf. Das macht Bock. Guck mal, ist doch geil. Wenn du zu zweit hinhockst und ballerst dir so eine Platte rein hier, stehe ich voll drauf. Wollen wir mal gleich noch Reis probieren? Aber ich habe hier drüben noch eine Suppe stehen. Das ist eine Seafood-Suppe, hat sie gesagt. Spicy. Und jetzt kommt es wieder durch das Curry drin. Auch sehr geil. Ist so schön dazu. Die Leute, die hier so um mich rumgesessen haben, die sind da einfach mit den Fingern rein. Ne? Und ich habe keine Hemmung, das auch zu machen. Boah, guck mal hier. Das fällt direkt vom Knochen ab, das Hähnchen. Vom Flavor her so ganz anders gewürzt. Es ist ein bisschen trockener, knuspriger. Boah, diese Gewürze. Ich kann das alles gar nicht deuten. Aber hier mit ein bisschen Reis. Es ist halt so super intensives Geschmackserlebnis mit diesen ganzen Kräutern und Gewürzen, die da oben drauf sind. Es ist wirklich auch gut scharf, aber so, dass du das noch gut aushalten kannst. Super geil, knusprig. Und natürlich ist so ein asiatisches Ding. Am Knochen rumlutschen. Musst du Bock drauf haben und musst Bock haben, dir die Hände dreckig zu machen. Aber ich bin bereit. Okay, bevor wir weitermachen, ich schiebe euch das jetzt mal ein bisschen hier rüber, damit ihr auch mal seht, was der Papa hier so treibt. Guck mal, dann können wir uns das nämlich drehen. Und jetzt sind die Fischchen dran. Und so sieht hier mein Reisteller aus. Ja, das ist geil. Getrockneter Fisch. Ihr habt keine Ahnung, wie man das isst. Da ist wirklich schweineviel Chili drauf. Da habe ich Schiss vor. Aber ich beiß mal rein. Super knusprig. Schalotte, Chili. Ich meine, es schmeckt ein bisschen Fischsoße. Wir nehmen dann noch mal ein bisschen was von der Schalotte dazu. Das ist cool. Für das Ding, ne? Was auch immer das für ein Fisch ist. Also du wachst nicht morgens auf und sagst, boah, heute so einen trockenen Fisch. Das wäre geil. Aber in dem Kontext von diesem Festmahl hier finde ich es gar nicht so schlecht. So, Gemüsesalat. Lass uns mal reingehen hier. Ey, die haben gesagt Hände, was soll ich machen? Geil, was ist das denn, Alter? Das schmeckt total geil. Zwiebelig, Nüsse sind drin. Sind das Bohnen? Super frisch, super zwiebelig, schön mariniert. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es schmeckt hervorragend. Und was mir auch richtig Spaß macht, ist, das einfach mit den Fingern zu essen. Ich habe schon oft mit den Fingern gegessen, aber auch immer oft mit Brot. Ne? Einfach so reinzulangen, auch mal okay. Oh, berühmtes Satay-Spießchen. Sehen schon juicy aus. Läuft so ein bisschen Chiliöl runter. Ich bin gespannt. Die sind krass. Die sind wirklich, wirklich krass. Wow. Super saftig, geil gewürzt, die machen Spaß. Gefällt mir sehr. Garnele. Die sieht aus, als ob sie ein bisschen drüber wäre, aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man ja dazu neigt, die Dinge so ein bisschen weiter zu braten. Ne? Aber ja, das ist schon ganz okay. So, ausgepackt, den Kameraden. Schwänzchen am Start. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Soße hier rein. Die wird mich killen, glaube ich. Aber ihr habt keine Ahnung, was es ist, aber es schmeckt mir. Ich finde es gut. Oh, jetzt kommen wir zum großen Hauptdarsteller. Wir holen uns mal die Ente hier rüber. Hey, da oben ist so eine Currypaste. Viel Nuss mit drin. Okay, jetzt verstehe ich das ganze Ding hier. Ein bisschen Reis. Dicke, saftige Enten-Chunks. So ein bisschen von dem Dings dazu. Dann wieder ein bisschen Reis. Und dann Perfect Bite aus der Hand. Guck mal. Ist so gegart.
dass du einfach das Fleisch vom Knochen separieren kannst. Sambal, Reis, Ente. Ich weiß jetzt nicht, ob das das erste Date ist. Hier die Sauerei mit den Fingern. Aber geschmacklich kann ich es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Das machen sie gut. Ich habe ein paar Restaurants hier gesehen, die das so oder so ähnlich anbieten. Das heißt, es ist so ein Gericht, wo das Volk stolz drauf ist. Ne? Und wenn du dir sowas bestellst, kannst du in der Regel nichts falsch machen, weil die einfach viel zu viel Ehre im Leib tragen, als dass sie das Scheiße machen. Verstehst du, was ich meine? Von daher, probiert das ruhig mal aus und kommt hierher und gönnt euch so eine Ente. Das macht echt einen riesen Gaudi. Umfeld gefällt mir auch. Leute nett, klimatisiert, mal drin sitzen zwischendrin, ordentlich. Geht hier abends hin, nehmt jemanden mit und nehmt ein paar Freunde mit an der großen Tafel, ballert euch das rein. Das ist richtig cool. Und probiert diesen Salat und schreibt mir dann nach unten rein, was es ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Und mit so einem wunderschönen Hähnchen-Mais-Cracker verabschiede ich mich vom Tim Bungan. Und wir ziehen weiter zum nächsten Spot. Haut rein, ihr Lieben. Bis gleich. Jetzt ist Bali ja ein bekannter Touristenort. Inwiefern glaubst du, hat das Einfluss auf die kulinarische Erfahrung? Ich glaube, dass du auf Bali natürlich auch irgendwie Restaurants findest, die für Touristen gemacht sind. Aber wir können ja beides beleuchten. Ne? Auf der einen Seite sieht man das und auf der anderen das. Freunde, ich sag's euch, auf Bali ist eine Menge los. Aber eine Sache, die will ich euch jetzt zeigen. Schaut mal, wo ich gelandet bin. Stellvertretend für die Erlebnisgastronomie auf der Insel haben wir uns heute ein Flugzeug rausgesucht. Leute, ich bin eben schon an der Küche unten vorbei. Das sah sehr, sehr lecker aus. Wir kriegen hier ein bisschen was Klassisches und, ja, aber nicht zu viel verraten. Komm, wir gehen rein und gucken. Leute, und wenn ihr jetzt erwartet habt, dass wir uns hier was Indonesisches bestellen, da haben wir schön drauf verzichtet. Guck mal, das Ding ist ja, das ist ja so ein Ausflugspot, ne? Auch wenn du mal einen schönen Tag am Meer gehabt hast oder so und dir steht der Kopf nach so ein bisschen was Westlichem, habe ich mir gedacht, komm, ein Teller Spaghetti Bolognese, eine Pizza mit ein bisschen Hähnchen und Barbecue-Soße und ich habe mir ein Sandwich machen lassen. Und ich sage euch ganz ehrlich, das sieht alles nicht verkehrt aus. Die Idee dahinter ist ja, nicht nur das beste Essen zu zeigen, sondern, hey, wo macht es denn auch Spaß hinzugehen? Und Erlebnisgastronomie auf Bali, da habt ihr wirklich viele Optionen. Ich glaube, dass die hier mit ihrem Flugzeug ziemlich weit vorne sind, wenn es um Erlebnisgastronomie geht. Also von daher, ey, für uns Grund genug, hier mal reinzuschauen. Und wir checken natürlich direkt das Essen mit aus. Ich sage euch ganz ehrlich, ne? Das mag jetzt blöd sein, aber wir sind ja jetzt schon ein paar Wochen in Asien unterwegs. So ein Tellerchen Nudeln, kann bestimmt ganz gut reingehen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall sehen die schon mal ordentlich gekocht aus. Das hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Das ist eine wirklich grundsolide Bolo. Die ist ein bisschen auf der süßen Seite. Ja, das ist so persönliches Gusto, glaube ich. Ich sag's euch, ich esse sie gerne. Ich wäre jetzt auf keinen Fall, guck mal, klar. Der Spot tut natürlich so ein bisschen was dazu, dass du sagst, ey komm, mal gar nicht so wild, was essen wir denn heute? Und dir steht irgendwie der Kopf nach so ein bisschen, weiß ich nicht, mal so bekannte Aromen von zu Hause, ne? Dann bist du doch hier gut bedient und dann kriegst du so einen Teller hier vorgesetzt, da wirst du auf keinen Fall enttäuscht sein, der ist gut. Obligatorisch zur Pizza. Kriegst du noch ein bisschen Chili-Soße serviert. Kann man machen, muss man nicht. Die ist jetzt mit Barbecue-Soße, da ist reichlich Mozzi oben drauf. Und ihr wisst ja, ich esse ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber ich esse meine Pizza eigentlich nie so, aber ich mache eine Ausnahme. Weil wir wollen mal drunter gucken. Okay, der Teig ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. So, gucken. Topping ist cool. Ich glaube, dass das so ein vorgebackener Pizzaboden ist. Ich sage euch was, wenn du vom Strand kommst, den ganzen Tag nichts gefuttert hast und dir die Pizza vorgesetzt kriegst, dann haust du dir die gerne rein. Wenn du aber mit dem Gedanken hierher kommst, heute Abend eine geile Pizza, dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht. Ja? Freunde, also Sandwich sieht geil aus. Es gibt ein paar hier so Riffelpommes dazu. Was haben wir hier? Ketchup oder was? Geht gut rein. Jetzt mal Spaß beiseite. Das sieht doch echt gut aus, oder? Das ist ein schönes Sandwich. BLT. Die machen auch Club-Sandwiches und sowas. Also, ja, ich bin gespannt. Das Toast ist nice. Knackig, frischer Salat, gute Tomaten obendrauf, wirklich. Der Bacon ist halt immer so ein bisschen anders wie bei uns, ne? Das muss man klar sagen. So, das ist irgendwie, jo. Aber
Das schmeckt schon gut. Bacon, Lettuce, Tomatoes. Es macht, was es soll. Ja? Und ich bin ehrlich, das sieht super appetitlich aus, oder? Alles in allem. Grundsolide, esst einen Teller Nudeln, holt euch ein Sandwich. Auch hier unten, ihr müsst jetzt nicht im Flugzeug sitzen, ne? Die haben eine wirklich geile Terrasse. Du hörst das Meeresrauschen hier drüben. Das ist schon geil. Du kannst hier oben auf die Tragfläche rausgehen und kannst aufs Meer gucken. Alles in allem ist das wirklich ein cooler Spot. Der ist nicht so mega crowdy jetzt aktuell auch. Also kommt da mal hin, probiert es aus. Ich sag nicht, wenn du auf Bali bist und du warst hier nicht, dann hast du nicht gut gegessen. Das sage ich nicht. Aber wenn es dir ums Erlebnis geht, Erlebnisgastronomie haben willst, ein bisschen was Besonderes, ein paar coole Fotos schießen willst, Instagram hier, da, dort, bist hier genau richtig. Und mit den letzten Nudeln in der Hand fliegen wir mit unserem neuen Flieger in den Abend hinein und schauen mal, was Bali noch so auf dem Kasten hat. Ich glaube, dass wir auch, dadurch, dass es ja eine Insel ist, ich denke, dass auch Seafood eine große Rolle spielen wird. Von daher, ich bin echt gespannt, komplett offen. Ich habe wirklich ganz wenig Background-Wissen darüber, außer dass es eine coole Urlaubsinsel ist. Ich bin echt gespannt, was uns da kulinarisch erwartet. 透过窗，带来花的芳香，微微的光，像在告诉我该外去望望。也许工作太累太忙，早该停下来，不然就白活一趟。 Freunde der Nacht, für alle, die es noch nicht wussten, Bali ist eine Insel. Wer hätte das gedacht? Und auf einer Insel spielt Seafood und Fisch immer eine große Rolle. Stellvertretend für die vielen Restaurants hier in Kuta am Beach hocke ich jetzt mich ins New Devata Café. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Und schaut euch mal um. Ist das nicht geil hier abends? 梦想还没试过错过跌过，凭什么沮丧？到底为了谁要伪装？ Pyrotechnik. Ist doch kein Verbrechen. 抛开一切慌张惆怅，看我金枪藏，只需打开心房的一扇窗。愿望翱翔，闪闪发亮，头顶像是主角般换色去的光。 Freunde, und ein gut investierter Fuffi. Und du hast das hier auf dem Tisch stehen. Ist das nicht geil? Ey, alles dabei, was du brauchst hier. Und wie könnte man denn besser an so einem Abend am Strand anfangen, als mit einem Stückchen Tintenfisch? Geil. Ihr wisst, ich liebe das. Und wenn du hier links und rechts hoch und runter guckst, kannst du nicht zählen. So viele Restaurants sind da. Geht einfach dahin, wo es euch gefällt. Wir haben heute mal das hier stellvertretend rausgesucht, aber sieht alles geil aus. Wir werden jetzt zum Warmwerden erstmal ein kleines Stückchen Suppe nehmen, ja? Fischsuppe, klarer Fall. Geil, da ist ja richtig Fisch drin. Einfach zum Warmwerden. Ich mag in den Fischrestaurants, dass sie dir Fischsuppe servieren. Ist auch in meinem Lieblingsfischladen in Frankfurt so. Da kommen Leute extra nur wegen der Suppe hin, ne? Also muss man mal dazu sagen. Guck mal, ich habe mir neben dem ganzen Zeugs hier auch so ein kleines Salätchen noch rausgelassen mit ein bisschen Avocado drauf. Und hier gibt es noch ein kleines Salätchen dazu. Aber ich habe mir tatsächlich auch extra eins geordert, weil ich irgendwie auch mal Bock drauf hatte, noch ein bisschen was knackig Frisches nebenbei zu futtern. Boah, hört ihr das im Hintergrund? Könnt ihr das hören? Die Brandung, so die frische Meeresluft von hinten. Und dann sitzt du hier vor so einem hübschen Fisch, sag doch mal ehrlich. Guckt euch den mal an, das ist ein Kingfish. Sehr, sehr geiles Teil. Gegrillt, geil mariniert mit den typischen balinesischen Gewürzen, das weiß ich jetzt schon. Jetzt wollen wir noch mal gucken, was die drauf haben, die Jungs hier. Schönes, festes, weißes Fleisch. Jo, der Fisch geht auf jeden Fall auch ziemlich geil rein. Klar, du musst ein bisschen gucken, ganzer Fisch, ne, klarer Fall. Bisschen nach der Gräte schauen so. Aber er ist bombig gegrillt. Bisschen was von dem ganz scharfen Sambal drauf, hat er gesagt hier. Das sieht auch ganz anders aus als das, was ich sonst so probiert habe. Das ist mit Schalotten, Knoblauch, Chili mit drin. Guck mal hier, kleiner Perfect Bite, ja? Mit Fischsoße. Geil. Für mich gehört das ja immer dazu. Ne? Wenn du so irgendwie auf einer Insel bist oder am Strand oder so, dann willst du irgendwie auch Fisch essen. Sie servieren dir noch eine Riesenschüssel Reis dazu, ein bisschen von dem Sambal, ein Stückchen Fisch dazu, dann rein damit. Das ist ein riesiges Doppelfilet, da ist richtig Fleisch dran. Top. Boah, das ist geil scharf, Alter. Muscheln haben wir auch am Start. Guck mal hier, die sind auch gefüllt mit so einer geilen Soße. Probier mal eine pur. Auch geil scharf. Komm, wir holen die hier raus. Okay, du brauchst auch immer so ein bisschen Reis dazu. Also ich zumindest, weil es halt so brutal scharf ist sonst auch. Aber ich stehe halt auch drauf, ne? Ich sage euch ehrlich, die paar Wochen in Asien jetzt
Die haben mich echt verändert, was das betrifft. Guck mal hier, das ist eine richtig schöne dicke Muschel mit einer mega geilen Soße drin, bestehend aus Sambal, vielen Gewürzen, das mit ein bisschen Reis. Boah, das ist ein Hochgenuss. Und gehen hier mal in den Lobster rein. Und die Dinger mag ich ja eh, ne? Die gibt es ja überall. Bei uns beide unbezahlbar, was da rauskommt. Ne? Das sind auch richtig schöne, dicke Chunks. Der ist ordentlich gegrillt, aber der riecht auch geil und frisch. Was ich hier bei denen mag, ist, die haben wirklich, wirklich sehr, sehr ausgeprägten Krustentiergeschmack. Das ist ein Hochgenuss. Das ist jetzt vom Fleisch her nicht viel mehr als eine dicke Garnele oder so. Aber die haben sowas, Textur ist Garnele, Hummer, Languste mäßig. Aber Geschmack ist halt Krebs. Ne? So, und das ist sehr, sehr geil, feiere ich hart. Bisschen spicy obendrauf. Boah. Die sind halt mit so einer Gewürzpaste mit viel Knoblauch, Kräutern und Gewürzen eingeschmiert. Boah, das passiert, wenn du ein bisschen zu viel von denen nimmst. Boah, junger Vater. Boah, was geht hier ab? Ist alles gut? Vielleicht jemand Verlobung oder so? Und das ist eine Katastrophe. Wir sind sehr gestört. Wir feiern eine Verlobung und sitzen hier rum und essen Pizza. Ja, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, wenn das Kamerateam alle hochgucken auf einmal, dann musst du mal so hinter dich gucken, nicht, dass einer ankommt. Wir sind da gebrandmarkt, was das betrifft. So, Garnele. So, jetzt müssen wir eben mit den Fingern ran hier. Schön gegrillt auf jeden Fall. Geile Röstaromen am Start, sieht man schon. Die sind auch gut. Ist halt so eine schöne Sauerei mit den Fingern. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, perfekt. Jetzt gibt's noch Live-Musik. Das heißt, wir gehen noch mal schnell in die Krabbe. Freunde, so schön wie der Spot ist und so geil wie das Entertainment hier natürlich auch am Abend ist, Live-Musik ist für uns natürlich eine große Katastrophe. Ne? Deswegen cracken wir jetzt noch mal schnell hier diese Krabbe und holen uns die Schere raus. Oh, Leute. Hey, ich werde mich jetzt hier gleich schon mal mit dem letzten Bissen von dieser Chili Crab verabschieden. Wir sehen uns gleich beim nächsten Spot, Kinder. Hey, ich habe noch mal richtig was vor heute Abend. Das wird geil. Gibt es ein Gericht, das du sofort mit Indonesien verbindest? Bami Goreng, das will ich haben. Und was natürlich auch geil ist, hier, weiß ich nicht, Hähnchen-Saté. Ja, das ist auch so ein Ding, wo du sagst, das musst du doch mal probieren, wenn du da bist. Is that money calling or is it just me? I'm the bestest and the baddest in the biz, that's just me. I be stacking money high whilst I'm shining my diamonds. Hype money in offshore accounts. I play safe, you go find it. Freunde, wie könnten wir denn die Tour besser beenden als auf dem Badung Nachtmarkt? Hier gibt's alles, was du dir vorstellst. Klamotten, Teller, Autoreifen und natürlich auch was Geiles zu essen. Und ich habe noch so ein paar Ideen, die fehlen mir nämlich noch und die hole ich mir hier. Hi, Lumpia. Yeah, Lumpia. Oh, nice. Bring round the jet, please. I spend winters out in Aspen on the summer Maldives. It's a shame that you can't compete when I'm mixing here with elites. I be getting that royalty. Freunde, hier hinten in der Ecke habe ich was Verstecktes gefunden. Guck mal, wie geil das aussieht. Das sind die kleinen Perlen hier ganz hinten im Eckelchen. Davon baller ich mir jetzt ein paar rein. Spießchen kann man nie genug haben. Hi, hello. I would like to have one portion, please. Oh, thank you. Thank you very much. Oh yeah. Freunde, wir gehen direkt rein. Die haben nochmal krass dick Erdnusssoße oben drauf gemacht. Guck mal, der mariniert sie mit so einer geilen, süßen Sojasauce. Das ist natürlich Hähnchenkeulenfleisch. Feier ich hart. Hey, da. You want one? You want? You want? No? I want to share. Ja, es ist gut, Chicken. Okay, manchmal kann man einfach nichts mehr sagen, außer ballert euch ein paar Spießchen rein. Freunde, ich habe gerade gesehen, hier im Vorbeilaufen, der Kollege hier mitten auf der Straße, Bami Goreng, Nasi Goreng, habe ich voll Bock drauf, besorge ich mir jetzt 2 Portionen. Weil allein, guckt euch mal diesen Kochtopf an und guck mal, mit welcher Lockerheit er die Nudeln da rein drapiert, hau ich mir rein.
Thank you very much, mate. Thank you. That looks delicious. So now we go to the table. Jetzt gehen wir zum Tisch. Ihr habt mir nämlich da vorne schon ein kleines Action ausgesucht. Und auf dem Weg dahin nehmen wir noch eine Kleinigkeit mit. Naja, ihr wisst ja, ich bin Spieß-addicted. Hi, hello. I want one of the big one. Is it Gorilla, Godzilla, whatever? King Kong. Waiting list? Oh, wait. I'm first, okay, on the list. Okay? What is the waiting list? I come over there? Okay. Thank you very much. Okay, Kinder, jetzt gehen wir essen, komm. Okay, Freunde, da haben wir es. Guck mal hier. Nudelchen. Bami Goreng, klarer Fall. Ey, der hat es schon cool gemacht. Mir hat es gefallen. Deswegen wollte ich mir die auf jeden Fall noch mal reinballern. Und das ist auch ziemlich genau das, was ich heute Abend noch brauche, um glücklich ins Bett zu gehen. 15 Pulverchen drin. Ich glaube, ein bisschen Yam-Yam ist da auch drin. Die machen es gut, weißt du, die haben da einfach Bock drauf. Die denken nicht nach, die kochen einfach. Ist es jetzt die große kulinarische Offenbarung? Ist es nicht. Ist es ein geiler Teller Nudeln auf dem Nachtmarkt? Einfach cool draußen sitzen mit geilen Leuten hier und leckere Nudeln reinballern? Ja, genau das ist es. Von daher kommt hier auf jeden Fall mal hin. Noch ein Tipp in eigener Sache? Auf gar keinen Fall. Macht das nicht. Nehmt dich aus dem Leben. Ey, Huhn ist gut, Gemüse geil. Die sind saftig, das Gemüse ist knackig. Ich finde die richtig gut. Seafood Fried Rice, check's aus. Guck mal, er war dabei, als er es gemacht hat. Da ist eine ordentliche Portion Garnele mit drin. Die sehen gut aus. Und ja, es schwingt immer so ein bisschen der Vibe mit. Also er hat es nicht aus dem Kühlschrank geholt, weißt du, was ich meine? Aber, ja. Dieser Reis, der hat diesen Wok, hey, das ist schon sehr geil. Weil ihr habt ja gesehen, der Wok, der hat schon ein paar Meter gemacht, ne? Da steckt halt einfach auch schon der Geschmack drin. Da darfst du keine Angst vor haben. Der ist wahrscheinlich noch nie richtig gewaschen worden. Da kommt immer ein Eimer Wasser rein, einmal durchgerührt mit so einem Schneebesenteil aus Bambus, ausgeschüttet, next. Aber der ist halt immer so heiß, dass der so eine geile Patina kriegt. Und damit kriegst du halt so einen geilen Geschmack hin. Sehen wir dazu immer Kröppeck. Das ist so super authentisches Essen. So, ihr seht ja, ich bin 100% der einzige Tourist hier auf diesem Markt aktuell. Ja? Falls ihr euch nicht alleine traut, chefstour.com haben wir unten in der Videobeschreibung drin. Die zeigen euch, wo es lang geht. In ganz Asien vertreten. Wirklich gute Leute. Ja, da kriegt ihr gute Infos und die führen euch auch rum und so. Da kann man verschiedene Touren buchen. Macht das mal. Wow. So. Aber Tour. Bin ja hier gerade noch an dem Spieß vorbeigetourt. Und hab mir gesagt, den kann ich auf keinen Fall da lassen. Guck doch mal bitte, wie hübsch der aussieht. Ist der nicht geil? Ich weiß noch nicht mal, was für ein Fleisch das ist. Ob das jetzt Hähnchen oder Schwein ist. Wir werden es rausfinden. Ich beiß das erste Stück runter. Chicken. Der ist brutal scharf. Aber wir machen noch ein bisschen Söschen oben drauf. Das ist die Chili-Soße, die berühmte. Boah, ist der geil. Guck mal hier, wie juicy der innen drin ist. Oh, der ist perfekt. Davon kannst du viele essen. Und das Geile ist, ne, da ist eine richtige Schlange. So, die Dinger werden nicht trocken, die werden nicht alt, die liegen nicht rum. Sondern du kriegst immer, wenn einer fertig ist, geht einer raus. Besser geht es nicht. Ey, was war das für ein Food Guide? Wahnsinn, Bali, wo wir überall hingekommen sind. Krass, wir sind jetzt schon ein paar Wochen in Asien unterwegs. Ihr wisst ja, wenn ihr den Kanal abonniert, Daumen nach oben gebt und einen Kommentar schreibt, bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Klarer Fall, kostet nichts, schmeckt gut. Wir haben jetzt so ein paar Destinationen hinter uns. Aber ich sag's euch, kulinarisch hat's mich hier überrascht. Es ist, glaube ich, so das ursprünglichste Land, in dem wir gerade waren. Es passt mir einfach. Ja, das Essen war geil. Es ist überall, wo du hingekommen bist, sind wir freundlich aufgenommen worden. Also Bali als Destination für euch, Indonesien im Ganzen. Ey, fahrt da auf jeden Fall mal hin. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr wisst, ich wünsche mir nichts mehr, als dass hier unten 500.000 Abos stehen für Deliziös. Das haben die wirklich verdient und es kostet euch ja nichts. Komm, überwindet euch mal. Wir haben hier drüben noch links und rechts ein paar Endkarten eingeblendet. Da seht ihr auf jeden Fall das letzte Video. Und hier seht ihr auch noch ein geiles Video. Und ich bedanke mich bei euch, bin einfach glücklich, dem Polieren ist jetzt weg. Und ich verabschiede mich mit lieben Grüßen vom Nachtmarkt in Bali. Ciao, Leute.